Leute, herzlich willkommen zu Mission Tauchen. Wir befinden uns gerade auf den Philippinen in Coron und auf dem Weg zu unserer ersten Tauchmission. Eva und ich werden jetzt beim ersten Spot nochmal unsere Skills ein bisschen wiederholen, bevor es dann zum Wreck-Tauchen geht. Eva, bist du hyped? Ja! Let's go! Wir haben unsere Neos angezogen, während einer der Tauchguides, Phil, unsere Ausrüstung vorbereitet. Kurz darauf waren wir schon am ersten Spot. Am ersten Tauchspot war das Ziel, die Basics zu wiederholen. Da Eva und ich noch nicht so viel Erfahrung hatten und nur unseren Referral-Dive-Schein in einem Schwimmbad in Deutschland gemacht hatten, schnell die Flossen angezogen und ab ins Wasser. Tauchsession, let's go! Yeah! Also mussten wir erstmal schauen, ob wir noch alles Wichtige drauf haben. Unser Instructor Jim hat uns Schritt für Schritt durch die Übungen geführt. Erst den Luftschlauch aus dem Mund nehmen, wieder einsetzen, dann Luft durchpusten, damit das Wasser aus dem Mundstück rauskommt und man wieder atmen kann. Dann ging es an die richtige Technik, wenn man zu viel Wasser in der Maske hat. Kräftig durch die Nase ausatmen, um das Wasser aus der Maske zu drücken. Jim war sehr zufrieden und nach einer kurzen Besprechung an der Oberfläche, was wir als nächstes machen, ging es für uns an den Meeresgrund, um mit Übung weiterzumachen, bevor wir dann richtig lostauchen. Aber beim Abtauchen haben wir gemerkt, dass Eva Probleme beim Druckausgleich hatte. Ich kannte das Problem schon von unserem vorherigen Kurs. Deswegen wusste ich, dass es sehr ernst sein kann. Jim kam Eva gleich zu Hilfe und sie probierten einige Tricks aus, wie wieder weiter nach oben schwimmen und auf einer Ebene zu schweben, um sich langsam an den Druck zu gewöhnen. Jim gab Eva sogar eine Ohrmassage und zunächst schien es zu helfen. Aber als wir wieder tiefer gingen, hatte Eva das gleiche Problem und musste dann leider den Tauchgang abbrechen. Jim hat sie nach oben begleitet und wir mussten dann zu zweit weitermachen. Das hat mich echt traurig gemacht, denn wir haben uns schon sehr auf diese Erfahrung zusammen gefreut. Vielleicht geht es ihr ja bei unserem zweiten Tauchgang, der später noch anstand, wieder besser. Es war dann auch schon wieder an der Zeit, nach oben zu gehen. Weil wir längere Zeit unter Wasser waren, mussten wir einen Sicherheitsstopp machen. Nachdem wir 3 Minuten gewartet haben, ging es dann auch endlich zurück zum Schiff. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme mit den Ohren leider. Deswegen ging es für mich leider nicht so tief runter. Aber für dich, erzähl mal, wie es war. Ja, also es war eigentlich ganz cool. Da war schon so ein kleines, ich glaube so eine Art Schiffswrack, wo ich da ein bisschen durchtauchen durfte. Und es war schon crazy mit den Korallen und da waren so kleine, süße Fische. Aber auch so ein kleiner Aggressiver, der anscheinend so ein Beißfisch ist, der sich dann ganz gern in die Flossen und in den Anzug von den Leuten reinreißt. Aber hat echt Bock gemacht. Ich bin gespannt, wie jetzt unser zweiter Tauchgang wird. Ich hoffe, bei dir geht's gleich wieder. Ja. Good morning. My name is Jem. I'm the owner of Coron Bubble Divers. So we just done our first dive. We're doing our skills, and now we're moving down to Morasan, which is our second spot. So this is Morasan right there, as you can see. My diver Eva get a problem of her ear, so maybe we can let Eva go down first. I was born and raised in the island of Malapascua, so I didn't know everything here. So I just introduce you Philip, and Philip knows about all of the history about the wrecks. My name is Philip. I'm guide as well, and we're gonna dive here in this shipwreck. So this is a Japanese shipwreck named Morazan Maru, and the long of the shipwreck is only like 91 meters long. But still, you can take your time here because at the top was fully covered by reef. And you can see here some different types of species as well. Let's go! Für unseren zweiten Tauchgang hat unser Instructor einen coolen Einstieg versprochen. Sagen wir es so, er hat's probiert. Aber für ein paar Lacher hat's auf jeden Fall gesorgt. Diesmal gab es ein Seil, an dem wir uns herunterlassen konnten. Das war ideal, damit sich Eva Schritt für Schritt tiefer kämpfen konnte. Jim hatte vorher schon gesagt, dass wir ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung hatten. Falls Eva bis dahin nicht tiefer kommt oder Schmerzen im Ohr hat, müssten wir abbrechen. Ich hatte wirklich gehofft, dass es klappen würde, dass wir endlich zusammen tauchen gehen können. Aber es sah echt nicht gut aus. Eva war lange Zeit an demselben Punkt. Jim hat immer wieder auf den Tauchcomputer geschaut, weil wir ja auch nur begrenzte Zeit und Sauerstoff zur Verfügung hatten. Aber dann, ganz plötzlich, ging es Eva viel besser und sie konnte sich herablassen. Direkt am Ende des Seils habe ich auch noch eine krasse Entdeckung gemacht. Einfach ein Feuerfisch. Extrem giftig und ich direkt daneben. Natürlich mit Sicherheitsabstand, weil zu nah wollte ich jetzt meinem neuen Freund auch nicht kommen. Auf einmal sagt mir Jim, hey, warte mal. Und ich dachte schon, es wäre irgendwas Kritisches. Aber es war zum Glück nur mein Bleigurt. Er hat mir das schnell gerichtet und dann sind wir weitergetaucht und haben das Wrack ausgecheckt.
Wir sind dann durch einen Gang durchgetaucht. Das war vermutlich der ehemalige Laderaum. Und als wir dachten, das wäre schon das absolute Highlight des heutigen Tages, bewegt sich da auf einmal was richtig Großes. Einfach eine riesige Schildkröte. Ich habe noch nie eine Schildkröte unter Wasser gesehen. Und dann auf einmal durfte ich neben einer riesen Schildkröte schwimmen. Wie cool ist das denn? Es war so eine große Schildkröte. Es war einfach faszinierend, die in echt zu sehen und wow, also das war mein Highlight. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Mittagessen und zum Schluss haben wir auch noch was für euch, also träumt gespannt. Okay, dritter Tauchgang jetzt. Ryan ist jetzt auch mit am Start. Ich freue mich schon und ich bin gespannt, wie ihr euch anstellt. Philipp stellt euch jetzt noch kurz den Spot vor. This shipwreck was placed here in Lusong Island. So this is a patrol boat from the Japanese, and this was sunk on September 24, 1944. Okay, so it's quite shallow. So let's go. Und dann ging's ab zum dritten Tauchgang mit unserem Kumpel Ryan. Ryan ist schon ein erfahrener Taucher mit über 50 Tauchgängen. Aber auch für ihn war das eine neue Landschaft. Unser Guide hatte zuvor gesagt, dass ich mich Ryan und Philipp anschließen soll, falls Eva wieder Probleme mit dem Druckausgleich hat. Und was soll ich sagen? Es kam leider auch wieder so. Wir haben uns dann aufgeteilt. Ryan, Philipp und ich tauchten durch die faszinierende Unterwasserlandschaften und sahen einige verblüffende Sachen, wie zum Beispiel diese Venus-Fliegenfalle unter Wasser, die aber auch noch irgendwie so elektrisch war. Auf einmal dann aber in der Distanz Eva und Jim. Wir haben sie wiedergefunden. Die atemberaubende Atmosphäre und Landschaft war jeden Moment absolut wert. Und zusammen sind wir dann zu dem Wrack getaucht und rein da. Das Gefühl, in so einem Wrack zu tauchen, ist einzigartig. Es schwingt schon Nervenkitzel mit, wenn man bedenkt, dass man in einem engen Raum unter Wasser ist und da eventuell auch irgendwie stecken bleiben oder hängen bleiben könnte. Aber wir haben das alles super gemeistert und die Unterwasserwelt hatte so viel zu bieten, von riesigen Fischschwärmen bis hin zu Sauerstoffblasen, die irgendwie einfach aus dem Boden rauskamen. Wir fanden es so cool und waren ein bisschen traurig, als unser dritter Tauchgang auch zu Ende ging. Ich fand, es war ein sehr schöner Abschluss und ihr habt dich auch sehr gut angestellt. Auch schön, dass wir dich wieder gefunden haben. Ja, ich bin da ein bisschen verschwunden mit meinem Guide, aber wir haben uns dann getroffen und es war super cool. Wir haben echt coole Lebewesen gefunden, eine Riesenschildkröte, ein Feuerfisch, also war echt eine geile Erfahrung, ich kann es euch nur empfehlen. Und wir haben auch noch ein cooles Angebot, falls ihr zu Jim in die Tauchschule kommt, Coram Bubble Divers, bekommt ihr, falls ihr 6 Leute seid, eine Person kostenlos, also schaut unbedingt vorbei. Und falls ihr auch noch mehr Content sehen möchtet, klickt unbedingt hier oben rechts. Bis dann!